In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich euch, wie ihr die perfekte Kugel sprüht. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Und jetzt sind wir auch schon mittendrin. Ich habe das Cyanblau von Schminke verwendet auf ein DIN A4 Skizzenpapier und habe mir zuvor eine Kreisschablone genommen, beziehungsweise einen Kreisschneider, und habe mir von der anderen Hälfte des Skizzenpapier einmal eine Schablone, eine Kreisschablone ausgeschnitten. Ich halte jetzt Abstand vom Maluntergrund und gehe mit der Airbrush-Pistole mit gleichbleibender Farbgebung über den ausgeschnittenen Kreis. In der Mitte hinterlasse ich quasi einen Lichtpunkt. Meine Lichtquelle kommt von links, das zeige ich gleich euch aber auch nochmal, oder ich habe es euch schon gezeigt, im Grunde genommen. Und unten soll es mehr den Schatten geben. Deshalb ist unten auch direkt dunkler und ich gehe mit der Airbrush-Pistole auch sachte dort drüber. Was hier wichtig ist, dass ihr Abstand haltet, wenn ihr das nachmacht, vom Skizzenpapier, also nicht zu dicht dran gehen. Es sei denn, so wie ich jetzt hier in den dunkleren Schattenbereichen, dann natürlich dicht dran gehen, ja. Nur ansonsten wird es fleckig, das wollen wir natürlich vermeiden. Und jetzt bin ich auch schon mal fertig hier mit der Kugel und schauen mal, wie das Ergebnis geworden ist. Ja, ich finde, das hat jetzt einen ordentlichen 3D-Effekt. Jetzt geht es zum Schatten. Wir decken jetzt die Kugel einmal ab mit dem Positiv sozusagen. Ja, der Kreis kommt jetzt da drauf. Wie ihr seht, ich habe jetzt nicht so exakt ausgeschnitten, ist aber gar nicht schlimm. Ich setze die Schablone möglichst dicht am Rand unten, so dass ein kleiner weißer Rand quasi übrig bleibt. Und ihr habt jetzt gezeigt oder gesehen, wo ich hingezeigt habe, von oben links kommt meine Lichtquelle, deshalb kommt jetzt unten rechts der Schatten hin. An der Kugel selbst ist der Schatten ziemlich dunkel und dann läuft er allmählich aus. Das heißt, an der Kugel selbst gehe ich dichter dran mit der Airbrush-Pistole und häufiger mit der Airbrush-Pistole drüber, damit dort der Schatten dunkler wird. Und lass mit dem Verlauf nach unten das Ganze auslaufen. Und Trommelwirbel, wie ist es geworden? Tada! Sieht gar nicht mal so übel aus, finde ich. Aber hinterlasst es mir mal wieder in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Wir sind aber jetzt noch nicht am Ende angelangt. Es war ein relativ kurzes Video, ne? Aber diesmal im Realtime, habt ihr euch ja auch mal gewünscht. Ne? Ich wollte es jetzt nicht zu lang machen. Deshalb werden wir jetzt noch hier einen kleinen Rahmen umlegen, dass das wie ein Spot aussieht, wo die Kugel denn liegt. Also meiner Meinung nach wirkt das dann interessanter, aber hinterlasst mir das auch mal wieder in den Kommentaren, wie ihr das dann findet. Auch hier gehe ich weit vom Maluntergrund entfernt weg, genau. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Also ich arbeite vom Maluntergrund doch mit Distanz. Genau, jetzt musste ich gerade ein bisschen Farbe wieder einfüllen und ich rücke mal gerade das Blatt Papier zurecht, damit ihr auch gleich ein bisschen was seht. Sorry, wenn ich mal zwischendurch aus dem Bild bin. Ihr seht das Endergebnis aber gleich auch wieder am Ende. Ja, damit das jetzt nicht zu fleckig wird, ne, da, wie gesagt, arbeite ich jetzt mit Abstand und doch auch mit ordentlichem Farbauftrag. Die Farbe ist auch gar nicht so stark verdünnt. Also ich habe jetzt, glaube ich, nur 8 Tropfen Wasser genommen und darauf, ja, ich meine, es war sogar 1:1, 8 Tropfen Farbe. Also 8 Tropfen Wasser, 8 Tropfen Farbe circa. Ne? Aber probiert euch auch da aus, wie es am besten funktioniert. Und nun sind wir auch schon fast am Ende. Wenn ihr noch nicht genug habt von der Airbrush-Technik, dann auf jeden Fall hinterlasst mir erstmal ein Abo, wenn es euch gefallen hat.
Und wenn ihr weitermachen wollt, dann geht zum nächsten Video zu den Airbrush Blitze. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Viel Spaß dabei und ciao, bis zum nächsten Freitag.